Lektion 1: Gesunde Ernährungsgewohnheiten. Ich versuche, den Konsum von zuckerhaltigen Snacks zu reduzieren und mehr Obst und Gemüse in meine Mahlzeiten einzubauen. Das ist eine großartige Idee. Frisches Obst und Gemüse steckt voller Nährstoffe. Da stimme ich zu. Es ist erstaunlich, wie viel besser ich mich fühle, wenn ich mich gesünder ernähre. Welche Obst- und Gemüsesorten essen Sie am liebsten? Ich liebe Beeren. Sie sind süß und sättigend, ganz ohne Zuckerzusatz. Beeren sind köstlich. Und wie sieht es mit Gemüse aus? Ich habe mich vor kurzem in gerösteten Rosenkohl verliebt. Gerösteter Rosenkohl. Der kann überraschend lecker sein. Ja, mit etwas Olivenöl und Gewürzen sind sie perfekt. Das muss ich unbedingt ausprobieren. Hast du vielleicht noch andere gesunde Rezepte? Ich mache mir gerne Smoothies mit Spinat und Bananen. Smoothies sind eine tolle Möglichkeit, zusätzliche Nährstoffe unbemerkt zuzuführen. Genau. Man kann fast jedes Obst oder Gemüse in einen Smoothie geben. Und wie sieht es mit Snacks aus? Gibt es gesündere Alternativen? Ich knabere gerne Karotten mit Hummus. Das ist so erfrischend. Das klingt köstlich. Ich esse gerne Apfelscheiben mit Mandelmus. Das ist eine fantastische Kombination. Sie stillt den Heißhunger auf Süßes. Ich fühle mich energiegeladener, wenn ich gesunde Snacks esse. Ich auch. Es geht darum, bessere Entscheidungen zu treffen. Sollen wir einen bunten Salat zum Mittagessen zubereiten? Ja, ein Salat mit verschiedenen Gemüsesorten klingt perfekt. Auf gesündere Ernährung und köstliche Mahlzeiten. Absolut. Lasst uns gesundes Essen zum Genuss machen. Lektion 2: Gründung eines E-Business. Ich habe kürzlich gelesen, wie die Firma etwas namens internetbasiertes E-Business-Unternehmen geschaffen hat. Das klingt spannend. Was genau beinhaltet das? Im Wesentlichen integriert es verschiedene Online-Plattformen, um Geschäftsprozesse zu optimieren. Ra- Das muss die Verwaltung mehrerer Aspekte deutlich erleichtern. Genau, das ermöglicht eine bessere Kommunikation und höhere Effizienz. Welche Nutzen haben aber die Kunden davon? Kunden genießen ein reibungsloses Erlebnis bei der Online-Interaktion mit dem Unternehmen. Das ist wichtig. Bequemlichkeit ist im heutigen Markt der Schlüssel. Absolut. Das Unternehmen legt außerdem Wert auf personalisierte Dienstleistungen. Personalisierte Dienstleistungen können die Kundenzufriedenheit deutlich steigern. Ja, durch personalisierte Erlebnisse fühlen sich Kunden wertgeschätzt. Welche Herausforderungen sahen Sie sich Ihrer Meinung nach bei der Einrichtung dieses Projekts gegenüber? Ich nehme an, die technischen Herausforderungen waren beträchtlich, insbesondere im Bereich der Integration. Das leuchtet ein. Technologie kann ziemlich komplex sein. Wahrscheinlich mussten sie auch die Mitarbeiter in den neuen Systemen schulen. Schulungen sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Glauben Sie, dass dieses Modell in Zukunft häufiger vorkommen wird? Ich glaube schon. Mit dem Wachstum des Onlinehandels werden sich die Unternehmen anpassen.
Es wird interessant sein zu sehen, wie sich der E-Business-Bereich entwickelt. Ich stimme zu. Das könnte die Zukunft des Handels maßgeblich prägen. Auf innovative Lösungen und die Zukunft des E-Business. Lektion 3: Eisige Geschichten. Mich interessiert, welche Städte Sie besucht haben. Ich war schon in New York, Chicago und London. Das sind fantastische Städte. Was hat Ihnen an New York am besten gefallen? Die Energie ist unglaublich. Es ist immer etwas los. Da stimme ich zu. Waren Sie an Times Square Da Es war überwältigend mit all den Lichtern und Menschen. und Chicago? Was hat Sie dort besonders beeindruckt? Die Architektur ist atemberaubend. Ich war begeistert von den hohen Wolkenkratzern. Chicago ist bekannt für seine wunderschöne Skyline. Haben Sie an Architekturführungen teilgenommen? Da Ich habe an einer Bootstour auf dem Fluss teilgenommen. Es war fantastisch. Das klingt herrlich. Ich habe gehört, die Aussicht vom Boot aus sei spektakulär. Das stimmt wirklich. Und der Reiseführer erzählte faszinierende Geschichten über die Gebäude. Ich muss unbedingt mal nach Chicago reisen. Und jetzt erzähl mir von London. London ist reich an Geschichte. Ich habe den Besuch der Museen genossen. Konntest du das britische Museum besichtigen? Da Es war beeindruckend mit Artefakten aus aller Welt. Das muss ein unvergessliches Erlebnis gewesen sein. Das stimmte wirklich. Jede Stadt hat ihren ganz eigenen Charme. Ich würde mich freuen, eines Tages beim Abendessen mehr über Ihre Reisen zu erfahren. Das klingt nach einem Plan. Ich habe viele Geschichten zu erzählen. Auf zukünftige Abenteuer und weitere Reisegeschichten. Lektion 4: Sehen und ihre Verbindungen erkunden. Wussten Sie, dass Masum vom Lage Sinclair ziemlich faszinierend ist? Ich habe davon gehört. Der Sinclairsee ist mit dem St. Clairsee verbunden. Ja, und der St. Clairsee ist dann über den Detroit River mit dem RI-See verbunden. Das ist interessant. Dadurch entsteht ein wunderschönes Wasserstraßensystem. Genau. Es bietet großartige Möglichkeiten zum Bootfahren und Angeln. Ich kann mir vorstellen, wie lebhaft es hier im Sommer zugeht. Absolut. Die Leute strömen herbei, um das Wasser und die Natur zu genießen. Waren Sie schon einmal am Elysée? Ja, habe ich. Die Sonnenuntergänge über dem RI-See sind atemberaubend. Das würde ich sehr gerne sehen. Welche Aktivitäten habt ihr dort unternommen? Ich bin Kajak gefahren und habe sogar lokale Meeresfrüchte probiert. Das klingt nach einem perfekten Tag. Frische Meeresfrüchte am See sind herrlich. Ja, ich empfehle, den Barsch zu probieren. Er ist sehr beliebt. Ich werde das bei meinem Besuch berücksichtigen. Das solltest du unbedingt tun. Die ganze Gegend eignet sich hervorragend für Outdoor-Aktivitäten. Ich wandere auch gern. Gibt es Wanderwege rund um diese Seen? Ja,
Es gibt mehrere Wanderwege, die atemberaubende Ausblicke auf das Wasser bieten. Ich würde diese Wanderwege sehr gerne erkunden. Die Natur erfrischt mich immer. Das stimmt. Die Nähe zum Wasser hat eine beruhigende Wirkung. Auf zukünftige gemeinsame Abenteuer bei der Erkundung der Seen. Absolut. Lass uns eine Reise planen, um alles zu erleben. Lektion 5: Berufliche Weiterentwicklung. Ich empfand den Workshop als ungemein wertvoll für meine berufliche Weiterentwicklung. Ich bin froh, dass Sie das so sehen. Es hat so viele nützliche Erkenntnisse geliefert. Genau. Der Referent hatte praktische Tipps zur Verbesserung unserer Fähigkeiten. Besonders gut gefallen hat mir der Abschnitt über effektive Kommunikation. Kommunikation ist in jedem Arbeitsumfeld von zentraler Bedeutung. Sie kann einen enormen Unterschied ausmachen. Ich stimme zu. Ich beabsichtige, diese Techniken sofort anzuwenden. Das ist eine hervorragende Idee. Kontinuität ist für Verbesserungen unerlässlich. Haben Sie bestimmte Ziele, die Sie nach dem Workshop erreichen möchten? Ja, ich möchte mich darauf konzentrieren, mein Netzwerk effektiver auszubauen. Netzwerken kann viele Türen öffnen. Es ist unerlässlich für die berufliche Weiterentwicklung. Absolut. Ich werde meinen Elevator-Pitch weiter üben. Das ist ein kluger Schachzug. Ein guter Pitch kann einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und du? Hast du irgendwelche Ziele? Ich möchte meine Führungsqualitäten verbessern. Führungskompetenzen sind ungemein wertvoll. Wie gedenken Sie, diese einzusetzen? Ich werde nach Möglichkeiten suchen, im Arbeitsumfeld kleinere Projekte zu leiten. Das ist ein fantastischer Ansatz. Erfahrung ist der beste Lehrmeister. Ja, ich werde die Dynamik aus dem Workshop beibehalten. Auf unser Wachstum und unser kontinuierliches Lernen. Lektion 6: Kreative Zusammenarbeit. Das ist ein hervorragender Vorschlag. Davon können wir uns Anregungen für unsere nächsten kreativen Projekte holen. Da stimme ich zu. Zusammenarbeit bringt oft neue Inspirationen hervor. An welche Art von Projekt denken Sie? Ich hatte an ein Kunstwerk mit gemischten Medien gedacht. Das klingt spannend. Welche Materialien möchten Sie verwenden? Ich möchte Stoff und Papier einarbeiten. Sie verleihen dem Ganzen Struktur. Texturen können einem Kunstwerk Leben einhauchen. Haben Sie schon an ein Thema gedacht? Verf Ich denke darüber nach, die Natur als Thema zu erkunden. Die Natur ist eine wunderbare Inspirationsquelle. Ich liebe diese Idee. Äh, Welches Projekt hast du im Sinn? Ich habe Interesse daran, eine Reihe von Gemälden zu schaffen, die von Stadtlandschaften inspiriert sind. Stadtansichten sind lebendig. Man könnte so viele verschiedene Stimmungen einfangen. Genau. Ich möchte mit Farben und Perspektiven experimentieren. Das klingt spannend. Hätten Sie Lust, unsere Ideen zu kombinieren? Absolut. Eine Stadtlandschaft aus verschiedenen Medien könnte faszinierend sein.
Stellen Sie sich vor, Stofftexturen verschmelzen mit gemalten Hintergründen. Es würde ein einzigartiges visuelles Erlebnis schaffen. Lasst uns weiter brainstormen und gemeinsam einige Konzepte skizzieren. Tolle Idee. Wir können Materialien sammeln und sehen, was am besten funktioniert. Ich freue mich auf diese kreative Reise. Ich auch. Lasst uns einander inspirieren und etwas Großartiges erschaffen. Lektion 7: Achtsamkeit und Entspannung. Ich habe mich in letzter Zeit auf meine Atmung konzentriert und versucht, Anspannung abzubauen. Das klingt wunderbar. Welche Techniken wenden Sie an? Ich praktiziere Atemübungen, um meinen Geist zu beruhigen. Tiefes Atmen ist unglaublich effektiv. Also, Ich übe Achtsamkeit. Sie hilft mir, im Hier und Jetzt zu bleiben. Achtsamkeit ist ein großartiges Werkzeug. Wie integrierst du sie in deinen Alltag? Ich nehme mir normalerweise morgens ein paar Minuten Zeit für die Meditation. Das ist eine kluge Art, den Tag zu beginnen. Das sollte ich auch mal ausprobieren. Das solltest du unbedingt tun. Es sorgt für eine positive Stimmung für den bevorstehenden Tag. Ich vergesse oft, Pausen zu machen. Achtsamkeit könnte mir helfen, zur Ruhe zu kommen. Ja, schon wenige Augenblicke der Konzentration können einen Unterschied machen. Ich werde mir vornehmen, Achtsamkeit regelmäßiger zu praktizieren. Welche Aktivitäten empfinden Sie als besonders entspannend? Ich genieße Spaziergänge in der Natur. Das hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Ein Spaziergang in der Natur ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen. Das stimmt wirklich. Ich fühle mich stärker mit meiner Umgebung verbunden. Die Natur hat eine beruhigende Wirkung auf Geist und Körper. Ruf. Ich werde meine Spaziergänge mit Achtsamkeitsübungen verbinden. Das klingt nach einem perfekten Plan. Auf unsere Entspannungsreisen. Lektion 8: Sich auf einem geschäftigen Festival zurechtfinden. Ich müsste sehr vorsichtig sein, hier niemanden oder irgendetwas zu verletzen. Da stimme ich vollkommen zu. Hier ist es ziemlich voll. Es ist wie ein Labyrinth mit all diesen Menschen und Ständen. Ja, ich muss aufpassen, wo ich hintritte und klug vorgehen. Haben Sie schon interessante Stände entdeckt? Mir fiel ein Stand auf, an dem handgefertigter Schmuck verkauft wurde. Er sah wunderschön aus. Handgefertigter Schmuck klingt toll. Ich schätze einzigartige Stücke. Tja, ich werde es mir ansehen, wenn mehr Platz ist. Gute Idee. Was möchten Sie heute sonst noch sehen? Ich würde sehr gerne ein paar leckere Essensoptionen finden. Essen ist auf Festivals unverzichtbar. Worauf hast du Lust? Ich habe Lust auf etwas Scharfes, vielleicht ein paar Street Tacos. Tacos sind eine fantastische Wahl. Sie sind auf Festivals immer ein Hit. Ja, bitte. Was möchtest du ausprobieren? Ich überlege, Migurn mit Popcorn zu besorgen. Das klingt toll. Es gibt so viele Geschmacksrichtungen zur Auswahl. Da stimme ich zu. Ich muss erst ein paar probieren, bevor ich mich entscheide.
lässt uns weiterziehen und mehr vom Festival entdecken. Ja, aber lasst uns aufpassen, dass wir niemanden anrempeln. Hilf auf ein unbeschwertes Festivalvergnügen ohne Zwischenfälle. In der Tat, lasst uns dieses lebendige Erlebnis in vollen Zügen genießen. Lektion 9: Finanzprognosen. Wie lautet die Prognose für das nächste Quartal? Es wird mit einem deutlichen Gewinnanstieg gerechnet. Das sind hervorragende Neuigkeiten. Welche Faktoren tragen zu diesem Anstieg bei? Verbesserte Vertriebsstrategien und eine neue Marketingkampagne haben sich als wirksam erwiesen. Das freut mich zu hören. Haben wir schon Ergebnisse der Kampagne gesehen? Ja, erste Berichte deuten auf eine positive Resonanz unserer Zielgruppe hin. Das ist vielversprechend. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Hilf, wir sollten diese Trends weiterhin genau beobachten. Gibt es irgendwelche potenziellen Herausforderungen, die wir berücksichtigen müssen? Wir sollten uns vor Unterbrechungen der Lieferkette hüten. Das ist ein berechtigter Einwand. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Lagerbestände stabil bleiben. Ja, ein proaktiver Ansatz wird uns helfen, Probleme zu vermeiden. Wie oft sollten wir unsere Finanzprognosen überprüfen? Ich empfehle monatliche Überprüfungen, um über etwaige Änderungen informiert zu bleiben. Das klingt vernünftig. Kontinuierliche Überwachung ist der Schlüssel zum Erfolg. Da stimme ich zu. Es hilft uns, gegebenenfalls rechtzeitig Anpassungen vorzunehmen. Auf ein erfolgreiches nächstes Quartal und steigende Gewinne. Lektion 10: Fitnessziele setzen. Welche Fitnessziele haben Sie sich für dieses Jahr gesetzt? Hilf, ich möchte meine allgemeine Kraft und Ausdauer verbessern. Das klingt fantastisch. Krafttraining kann sehr vorteilhaft sein. Ja, ich denke, es wird mir helfen, mich den ganzen Tag über energiegeladener zu fühlen. Da stimme ich vollkommen zu. Auf welche konkreten Übungen wollen Sie sich konzentrieren? Ich möchte Gewichtheben in mein Trainingsprogramm integrieren. Gewichtheben ist eine tolle Möglichkeit, Muskeln aufzubauen. Hast du schon mal Gewichte gehoben? Ein bisschen, aber ich möchte mein Selbstvertrauen durch schwerere Gewichte steigern. Das ist ein kluges Ziel. Ich kann Ihnen gerne mit Techniken weiterhelfen. Das würde ich sehr begrüßen. Es ist immer gut, einen Trainingspartner zu haben. Und du? Hast du bestimmte Fitnessziele, die du erreichen möchtest? Ich möchte bis Ende des Jahres einen Halbmarathon laufen. Das ist ein ehrgeiziges Ziel. Hast du schon mit dem Training begonnen? Ja, ich habe letzten Monat mit einem Laufprogramm begonnen. Das ist hervorragend. Konstanz ist der Schlüssel zum Erfolg beim Marathontraining. Hilf, ich verlängere meine Distanz jede Woche ein wenig. Du wirst das super machen. Denk daran, beim Training auf deinen Körper zu hören. Vielen Dank. Ich werde darauf achten, Verletzungen zu vermeiden. Auf ein gemeinsames Erreichen unserer Fitnessziele in diesem Jahr. Lektion 11:
Die Evolution des Einkaufens. Der Komfort des Online-Shoppings ist wirklich bemerkenswert. Das stimmt. Er spart so viel Zeit und Mühe. Außerdem können Sie bequem von zu Hause aus einkaufen. Ja, kein lästiges Gedränge in den Läden oder lange Warteschlangen mehr. Und Sie können die Preise auf verschiedenen Webseiten ganz einfach vergleichen. Ja, dadurch wird das Finden der besten Angebote viel einfacher. Auch die Liefermöglichkeiten haben zugenommen. Das ist mir auch aufgefallen. Die Lieferung am selben Tag ist wirklich beeindruckend. Das stimmt wirklich. Man kann morgens etwas bestellen und es abends schon haben. Dieser Komfort verändert unsere Herangehensweise ans Einkaufen grundlegend. Ich frage mich, ob sich die traditionellen Geschäfte diesem Trend anpassen werden. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen sie möglicherweise ihr Kundenerlebnis verbessern. Vielleicht könnten sie individuellere Dienstleistungen anbieten. Großartige Idee. Personalisierte Einkaufserlebnisse könnten mehr Kunden anlocken. Oder sie könnten sich darauf konzentrieren, einzigartige Events im Geschäft zu kreieren. Ja, spannende Erlebnisse können Menschen vom Online-Shopping ablenken. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich die Einzelhandelslandschaft entwickelt. Pfiff. Die Zukunft des Einkaufens steckt voller Möglichkeiten. Auf die Akzeptanz des Wandels und darauf, das Beste aus beiden Welten zu genießen. Lektion 12. Morgenroutinen. Das ist verständlich. Sind Sie jetzt bereit zu gehen? Ja, das bin ich. Vergessen wir nicht, uns auf dem Weg noch einen Kaffee zu holen. Absolut. Eine gute Tasse Kaffee kann den entscheidenden Unterschied machen. Da stimme ich zu. Es hilft mir, wach zu werden und mich zu konzentrieren. Welche Kaffeesorte ist Ihr Favorit? Ich genieße einen klassischen Cappuccino. Er ist perfekt ausbalanciert. Ein Cappuccino ist eine gute Wahl. Ich bevorzuge einen starken Espresso. Espresso ist kräftig. Er hat es in sich. Ja, ich starte meinen Tag gerne mit einem kleinen Energieschub. Hast du hier in der Gegend einen Lieblingscafé? Gleich die Straße runter gibt es ein nettes Café. Der Kaffee dort ist ausgezeichnet. Ich habe viel Gutes über dieses Café gehört. Es wird Ihnen gefallen. Sie haben auch köstliches Gebäck. Gebäck passt hervorragend zu Kaffee. In der Tat, wir können uns eine Kleinigkeit gönnen, während wir über das Treffen plaudern. Das klingt nach einem wunderbaren Plan. Ich freue mich sehr. Auf einen produktiven Tag, angetrieben von gutem Kaffee. Lektion 13. Staatliche Programme verstehen. Die im Rahmen dieser Regierungsprogramme erstellten Modelle sind für die Kanadier von entscheidender Bedeutung. Ich stimme vollkommen zu. Sie leisten in verschiedenen Bereichen die notwendige Unterstützung. Ja, Programme für Gesundheitswesen, Bildung und Wohnen sind unerlässlich. Das stimmt wirklich. Wie helfen diese Modelle Ihrer Meinung nach Einzelpersonen?
Sie bieten einen Rahmen für fundierte Entscheidungen über Ressourcen. Ja, es hilft Kanadiern, ihre Rechte und Ansprüche zu verstehen. Gibt es bestimmte Programme, die Sie als besonders wirkungsvoll empfinden? Das Modell der allgemeinen Gesundheitsversorgung ist durchaus beeindruckend. Es stellt sicher, dass jeder Zugang zu medizinischer Versorgung hat. Das ist ein bedeutender Vorteil. Gesundheit sollte niemals ein Privileg sein. Ich schätze auch die Bildungsförderprogramme. Sie unterstützen bedürftige Familien. Absolut. Bildung ist unerlässlich für die persönliche und nationale Entwicklung. Und wie sieht es mit Wohnungsbauinitiativen aus? Auch sie spielen eine entscheidende Rolle. Ja, sie bieten bezahlbare Wohnmöglichkeiten für Familien mit niedrigem Einkommen. Es ist wunderbar zu sehen, dass die Regierung diese wichtigen Themen angeht. Gibt es Ihrer Meinung nach Bereiche, die verbessert werden müssen? Ich glaube, dass mehr Aufklärung über diese Programme notwendig ist. Das ist ein guter Punkt. Viele Leute wissen vielleicht gar nicht, was alles verfügbar ist. Vielleicht könnte die Einbindung der Gemeinde dazu beitragen, diese Kluft zu überbrücken. Ja, die Einbindung der Bürger kann zu einer besseren Nutzung der Ressourcen führen. Auf ein besseres Verständnis und die Weiterentwicklung dieser wichtigen Programme. Absolut. Gemeinsam können wir uns für positive Veränderungen einsetzen. Lektion 14. Beobachtung zu harter Arbeit. Ich beobachtete einen kleinen Mann mit dicken Hornhautschwielen an beiden Händen, der 15 bis 16 Stunden am Tag arbeitete. Das klingt ja heftig. Was hat er denn gemacht? Er verrichtete körperliche Arbeit beim Bau eines neuen Gebäudes. Das erfordert viel Kraft und Hingabe. Das stimmt wirklich. Ich bewunderte seine Arbeitsmoral. Es ist inspirierend, jemanden zu sehen, der so engagiert bei der Arbeit ist. Absolut. Es hat mich über den Wert harter Arbeit nachdenken lassen. Da stimme ich zu. Vielen Menschen ist der Aufwand, der hinter solchen Aufgaben steckt, gar nicht bewusst. Genau. Diese Hornhautstellen erzählen eine Geschichte von Hingabe und Ausdauer. Ich frage mich, was ihn zu diesen langen Arbeitszeiten motiviert. Vielleicht hat er Ziele, die er zu erreichen versucht. Das ist ein guter Punkt. Harte Arbeit führt oft zum Erfolg. Das stimmt absolut. Ich bin dadurch motiviert, selbst noch härter zu arbeiten. Auch Geschichten wie diese erinnern uns daran, wie wichtig Anstrengung ist. Ja, wir sollten die Arbeit, die in alles hineinfließt, wertschätzen. Hilf. Jeder Job, egal wie klein, hat seine Bedeutung. Ein Hoch auf harte Arbeit und die Menschen, die sie verrichten. Lektion 15. Einkaufspräferenzen. Ich gehe normalerweise in Kaufhäuser. Dort gibt es eine große Auswahl an Produkten. Das stimmt. Man findet fast alles an einem Ort. Genau. Ich liebe den Komfort, alles unter einem Dach zu haben. Welche Art von Artikeln kaufen Sie dort üblicherweise ein? Ich schaue oft nach Kleidung und Haushaltsartikeln. Das sind tolle Angebote. Kaufhäuser haben oft gute Schnittchen.
Ja, ich freue mich immer, gute Angebote für qualitativ hochwertige Artikel zu finden. Kaufen Sie lieber im Geschäft oder online ein? Ich genieße das Einkaufserlebnis im Geschäft. Es ist ansprechender. Da stimme ich zu. Es ist wichtig, Kleidung vor dem Kauf anzuprobieren. Außerdem genieße ich es, mir die Artikel vor dem Kauf persönlich anzusehen. Das ist ein kluger Ansatz. Bitte. Ich kaufe aus Bequemlichkeit meist online ein, vor allem Geschenke. Online-Shopping eignet sich hervorragend, um Preise schnell zu vergleichen. Stimmt, aber ich vermisse das haptische Erlebnis des Einkaufens im Laden. Das ist definitiv anders. Ich denke, beide Methoden haben ihre Vorteile. Ja, das hängt von der Situation und ihren Wünschen ab. Haben Sie in letzter Zeit neue Geschäfte entdeckt? Ich habe eine neue Boutique besucht, die sich auf nachhaltige Mode spezialisiert hat. Das klingt interessant. Nachhaltige Mode wird immer beliebter. Das stimmt. Ich schätze Marken, die ethische Geschäftspraktiken priorisieren. Hier ist die Gelegenheit, tolle Produkte zu finden, ob online oder im Geschäft. Absolut. Lasst uns weiter auf Entdeckungsreise gehen und neue Lieblingsorte finden. Lektion 16. Religiöse Konflikte in der Geschichte. Ich finde es faszinierend, dass im Irland des 17. Jahrhunderts viele Menschen katholisch blieben. Tja, trotz des Drucks war ihr Glaube unglaublich widerstandsfähig. Oliver Cromwell versuchte, ihr Land durch die Vertreibung der Katholiken protestantisch zu machen. Das war ein ziemlich gewagter Schritt. Das muss für erhebliche Turbulenzen gesorgt haben. Absolut. Seine Handlungen führten zu weit verbreitetem Leid und Konflikten. Ich kann mir nur annähernd vorstellen, wie schwer es für die katholische Gemeinde gewesen sein muss. Ja, viele wurden verfolgt und mussten aus ihrer Heimat fliehen. Es ist eine eindringliche Erinnerung daran, wie tiefgreifend Religion das Leben beeinflussen kann. In der Tat, der Kampf um Religionsfreiheit hat viele Nationen geprägt. Was hat Cromwell Ihrer Meinung nach zu seinen Bemühungen motiviert? Ich glaube, sein Ziel war es, England unter dem Protestantismus zu vereinen. Das leuchtet ein. Er sah es als Mittel zur Stärkung seiner Macht. Seine Methoden waren jedoch hart und oft brutal. Tja, die Geschichte zeigt uns oft die Folgen des Extremismus. Ich frage mich, wie die katholische Gemeinde auf diese Unterdrückung reagiert hat. Viele wehrten sich auf verschiedene Weise, um ihren Glauben zu bewahren. Ihre Widerstandsfähigkeit ist bewundernswert. Glaube kann eine starke Kraft sein. Beruf. Es kann Menschen in schwierigen Zeiten vereinen. Ein Hoch auf das Verständnis der Komplexität unserer Geschichte. Lektion 17. Große Träume haben. In einem Puppenhaus zu leben wäre gefährlich, aber stell dir nur mal vor, was man da alles anstellen könnte. Das stimmt. Man könnte sogar Teepartys mit winzigen Möbeln veranstalten. Genau. Und stell dir all die tollen Dekorationsmöglichkeiten vor. Ich kann es mir schon vorstellen. Miniaturmalereien an den Wänden.
Und überall winzige Pflanzen. Es würde sich wie ein Märchen anfühlen. Und die Küche. Eine Puppenhausküche wäre entzückend. Ja, das Backen von Mini-Kuchen und Keksen wäre ein wunderbares Erlebnis. Ich frage mich, wie ein winziger Ofen aussehen würde. Wahrscheinlich total niedlich. Das wäre definitiv ein einzigartiges Kochabenteuer. Wo wir gerade von Einzigartigkeit sprechen. Wie wäre es mit einem Leben in einem Baumhaus? Ein Baumhaus wäre fantastisch. Stell dir nur die Aussicht von dort oben vor. Da, man könnte sich fühlen, als wäre man in seiner eigenen kleinen Welt. Außerdem wären sie von Natur umgeben. Das klingt erfrischend. Ich kann mir schon die Geräusche der Vögel und das Rascheln der Blätter vorstellen. Es wäre die perfekte Flucht aus der Stadt. Und man könnte eine Strickleiter für einen witzigen Eingang aufstellen. Das klingt aufregend. Ich müsste meine Kletterfähigkeiten trainieren. Das würde dich auf jeden Fall aktiv und abenteuerlustig halten. Auf große Träume und die Erkundung kreativer Wohnräume. Lektion 18. Gemeinsam einkaufen. Ich muss noch eine Packung Nudeln für unser Abendessen besorgen. Das, die werde ich mir auch besorgen. Welche Nudelsorte bevorzugen Sie? Ich liebe Penne. Sie nehmen Soße super auf. Penne ist eine gute Wahl. Ich hatte allerdings an Spaghetti gedacht. Spaghetti sind ein Klassiker. Vielleicht können wir beides verwenden. Das klingt nach einer tollen Idee. Eine Nudelmischung könnte interessant sein. Ja, das bringt Abwechslung in unser Menü. Sollen wir auch noch frisches Gemüse dazu bestellen? Ja, frisches Gemüse wird den Geschmack wunderbar abrunden. Ich denke an Paprika und Spinat. Was meinst du? Die sind perfekt. Sie bringen Farbe und Nährstoffe ins Spiel. Ich werde mir auch Knoblauch und Zwiebeln besorgen. Großartig. Knoblauch wertet den Geschmack von Pasta-Gerichten immer auf. Ja, das tut es. Und welche Soße? Bevorzugen Sie Marinara oder Pesto? Ich bin ein Fan von Pesto. Es ist so aromatisch und lecker. Dann also Pesto. Und Käse zum Bestreuen nicht vergessen. Tja, gebliebener Parmesan ist das perfekte i-Tüpfelchen. Wir werden gemeinsam ein wunderbares Essen zubereiten. Ich kann es kaum erwarten. Mit dir zu kochen ist immer ein Vergnügen. Auf ein köstliches Abendessen und tolle Gesellschaft.